Leute! Heute findet ein kleines Fest namens Olivenfest in einer kleinen Stadt bei Köln statt. Kommt mit, wir verbringen dort ein bisschen Zeit zusammen und natürlich lernen wir auch, wie immer, nebenbei einige deutsche Wörter und Ausdrücke. Falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Muhaddese, ich komme aus dem Iran, ich bin Deutschlehrerin und ich wohne in Deutschland. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön. Was ich an den Deutschen wirklich mag, ist, dass sie jede Gelegenheit benutzen, dass sie jede Gelegenheit benutzen, um draußen etwas zu unternehmen, Feste zu feiern und mit anderen Menschen Zeit zu verbringen, sobald das Wetter schön ist. Ja? Und natürlich ist das verständlich, denn hier ist das Wetter oft regnerisch, kalt oder zu warm. Ja, das Wetter in Deutschland ist einfach unberechenbar. Ja? Und viele möchten die sonnigen und angenehmen Tage bestmöglich genießen. Ja? Viele planen ihre Frühlings- und Sommeraktivitäten schon Monate im Voraus. Ja, manche wissen bereits ein Jahr vorher, wohin sie im nächsten Sommer verreisen werden. Wahnsinnig, ja? Und selbst wenn man keine Reise geplant hat, gibt es in jeder Stadt in Deutschland zahlreiche Veranstaltungen, Feste oder Treffen, an denen man teilnehmen kann. Ja? Diesen Gemeinschaftssinn und diese soziale Kultur mag ich wirklich sehr. Nach dem Frühstück haben wir uns auf den Weg hierher gemacht. Die Strecke ist wirklich wunderschön. Hier ist der Himmel strahlend blau, es weht eine leichte Brise und das Wetter ist einfach herrlich. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, denn ab dem 18. oder 19. Juni soll eine Hitzewelle kommen, die wirklich schwer auszuhalten sein wird. Wir sind angekommen. Für den Eintritt mussten wir 5 Euro pro Person bezahlen. Wie man schon am Namen Olivenfest erkennen kann, dreht sich hier alles um Oliven. Hier könnt ihr zum Beispiel Olivenbäume sehen, die für Gartenbesitzer zum Verkauf angeboten werden. Ja, hier. Olivenbäume sind eigentlich sehr schön, ne? Es gibt auch viele verschiedene Stände, an denen Oliven, Olivenöl und andere Bioprodukte verkauft werden. Diese Oliven haben uns hier förmlich angelächelt. Ich liebe Oliven und muss zugeben, dass ich manchmal sogar einfach nur Oliven als Snack esse. Sie waren wirklich lecker, aber weil der Heimweg ziemlich weit ist und wir kein Auto haben, haben wir nichts gekauft. Diese Kirschpaprika sehen übrigens total niedlich aus. Süß, sauer. Für alle, die einen Garten oder einen Hof haben, gibt es hier jede Menge zu entdecken. Von Gartenbedarf bis hin zu den verschiedenen Blumen.
Bunte Blumen machen einfach gute Laune. Das Schöne hier ist übrigens, dass auch Hunde mitkommen dürfen. Cannoli Croccante. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie man das ausspricht. Ja, das gehört zu meinen Lieblingssüßigkeiten. Eigentlich sind das knusprige Kekse, die mit verschiedenen Cremes gefüllt sind. Diesen Cappuccino konnten wir hier kostenlos probieren und er hat wirklich sehr gut geschmeckt. Man kann den Kaffee hier testen und die Kaffeebohnen direkt kaufen. Ich habe nachgefragt, ob man auch einfach eine Tasse Kaffee bestellen kann, aber leider ging das nicht. Also haben wir beschlossen, erst einmal unsere Cannoli zu essen und später die anderen Stände weiter anzuschauen. Leider gab es dann eine starke Windböe und hat den Becher umgeworfen. Der kleine Rest Kaffee, den wir noch hatten, landete ausgerechnet auf meinem Lieblings-T-Shirt. Das war wirklich ein kleiner Schock. Zum Glück kümmern sich die Deutschen meistens nicht darum, was andere machen oder tragen. Mit diesem riesigen Fleck auf meinem T-Shirt war ich darüber gerade besonders froh. Hier gibt es auch Stände mit Kleidung und Kunsthandwerk. Diesen Besen und andere Bürsten zum Beispiel bestehen aus natürlichen Materialien und enthalten keine Kunstfasern. Und hier findet man einige typische Kölner Souvenirs für Touristen und alle, die Köln lieben. Das hier sind Handyketten. Ich selbst habe auch eine und finde sie besonders praktisch, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Dieser Bienenstock voller Bienen hat mir ehrlich gesagt ein komisches Gefühl gegeben. Es sah irgendwie so aus, als würden die Bienen dort drin eingesperrt sein. Ich weiß auch nicht. Mein Mann und ich lieben Holzprodukte. Im Iran hatten wir viele Holzschalen und andere Holzgegenstände zu Hause. Hier in Deutschland findet man solche Sachen eher selten. Umso mehr hat uns dieser niedliche Stand mit den vielen Holzartikeln gefallen. Das hier sind Musikspielwerke. Jedes spielt eine andere Melodie. Ja, La Vie en Rose, für Elise und so weiter. Und das hier sind Holzspielzeuge. Dieses kleine Döschen ist übrigens für die Milchzähne von Kindern gedacht. Hier gibt es jede Menge schönen Schmuck und Accessoires, aber ich habe nichts gefunden, das wirklich meinem Geschmack entsprach. Außerdem sind die Preise recht hoch. An diesem Stand verkauft eine sehr freundliche Dame hausgemachte Marmeladen in verschiedenen Geschmacksrichtungen, alle in wunderschön gestalteten Gläsern. Sehr schön. Schaut euch das an. Ja,
Die sehen aus wie die Marmeladengläser aus den Zeichentrickfilmen von früher. Okay, das war unser Besuch auf dem Olivenfest. Jetzt liegt noch ein relativ langer Fußweg bis zum Bahnhof vor uns, bevor wir wieder nach Hause fahren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön, bis zum nächsten Video. Tschüss!